Willkommen zum dritten Teil der Gitarren-Challenge. Ich verspreche dir, wenn du diese Challenge meisterst, kannst du theoretisch jeden Song mitspielen auf der Gitarre, ohne dir dabei die Finger zu brechen. Ja, weil du sagst, boah, der und der Akkord, das kann ich noch gar nicht greifen, was steht denn da in den Noten, in den Tabs, in was auch immer drin. Es geht einfach darum, dass die Herausforderung ist, auf der E- und auf der A-Seite die Töne zu kennen. Ja? Also keine Angst, jetzt hier nicht mit Noten oder sowas. Das kannst du auch auf Noten übertragen, wenn du willst. Aber es geht eigentlich darum, zu wissen, wie die Töne eben heißen. Hier auf leere Seite, erster Bund, zweiter Bund, dritter Bund, vierter, fünfter Bund. Wir machen das auf beiden Seiten bis zum fünften Bund. Damit bist du eigentlich komplett gewappnet. Sagen wir, wir gehen auf der A-Seite bis zum sechsten Bund. Ja? Dann sind das insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 verschiedene Töne, wobei der fünfte hier der leeren A-Seite entspricht. Ja? Insofern lernst du 12 verschiedene Töne auf der Gitarre, wovon du einige wahrscheinlich sogar schon kennst. Und dann kannst du im Prinzip jeden Song mit einem Griff einfach mitzocken, wenn du einen Ablaufplan über Text oder sowas hast, ja, von Akkordsymbolen. Und da ist es auch erstmal überhaupt nicht wichtig, ob das Moll oder Dur ist, das ist das Coole, denn wir machen das Ganze mit Power Chords. Ja, und ich werde dir einfach zeigen, oder die Herausforderung ist dabei, wie gesagt, zu wissen, wie die Töne auf der Gitarre heißen. Das ist ein bisschen Fleißarbeit, aber eine Challenge, die auf jeden Fall jeder meistern kann, die auch jeder Profi irgendwann mal in seiner Laufbahn gemeistert hat, um sich einfach schnell zurechtzufinden auf der Gitarre. Ja, selbst wenn man das Stück nicht so genau kennt und nicht weiß, kommt da jetzt ein Moll- oder Dur-Akkord, man hat aber zumindest irgendwie einen Grundton im Kopf, dann kann man ein Stück begleiten und das ist einfach unglaublich viel wert und macht auch einfach unglaublich viel Spaß, weil man sich so sehr schnell durch Stücke durchtanken kann. Ja? Bevor wir loslegen, würde ich dir empfehlen, um diese Challenge auch gut meistern zu können, hier unten in der Videobeschreibung mal nach meinem Crashkurs Ausschau zu halten. Der kostet absolut gar nichts, versprochen, und trägst dich dann nur mit Vornamen, E-Mail-Adresse ein und schwupps kommen die richtig geilen Lektionen von mir zu dir nach Hause. Und schreib mir in die Kommentare, wie du diese Challenge hier findest, wie du damit zurechtkommst, wo du Probleme hast, aber gib auf jeden Fall Gas, immer mit Spaß bei der Sache dabei bleiben und los geht's. Also, du kennst wahrscheinlich hier diese beiden leeren Seiten schon beim Namen E und A. Ja? Also hast du damit schon mal zwei Power Chords drauf. Die greifen wir jetzt mit Ring und kleinem Finger, vielleicht etwas ungewohnt hier und da, aber das ist auch die Herausforderung bei der Sache unter anderem. Also, dann schlägst du an die hier E, A und D-Seite und greifst mit dem Ringfinger im zweiten Bund auf der A-Seite, im kleinen Finger im zweiten Bund auf der D-Seite. Das ist schon den E-Power-Chord. Wenn du das Ganze jetzt einen Bund höher schiebst, ja, ich betrachte das jetzt hier immer vom Zeigefinger aus bzw. von der E-Seite aus, hier ist der F-Power-Chord, noch ein Bund höher ist der Fis-Power-Chord, der G-Power-Chord, der Gis-Power-Chord, der A-Power-Chord und den finden wir auch schon wieder hier. Dann ist hier der A-Is-Power-Chord, der H-Power-Chord, C, Cis, D und Dis-Power-Chord. Und diese Töne versuchst du jetzt auswendig zu lernen. Jetzt sagst du, okay, ich habe von Noten und sowas überhaupt keine Ahnung. Vielleicht kennst du schon den einen oder anderen. Ja? Wenn du einen G-Dur-Akkord greifst, weißt du ja immer, dass du hier deinen Mittelfinger oder Ringfinger oder was auch immer sitzen hast. Das ist ein G. Okay, schon mal so als Orientierung. Das heißt, du weißt, wie die leere Seite heißt, dann ist hier ein G. Du kennst die A-Seite, du kennst vielleicht schon einen C-Dur-Griff, wo immer der Ringfinger hier sitzt. Dann weißt du, das hier ist ein C. Und dann hast du schon ziemlich viele. Ja? Und es ist wirklich am Anfang einfach nur auswendig lernen angesagt. Ja? Geh das hoch. E, F, Fis, G, Gis, A, A ist H, C, Cis, D, Dis. Weil du kannst jetzt dann einfach sagen, wenn du die drauf hast und du hast dann da ein Blatt liegen, wo Akkordsymbole für einen Song beistehen, dann kannst du das einfach mitspielen, brauchst ja gar keine Gedanken darüber machen, wie jetzt dieser Griff nochmal geht. Das ist nämlich immer der gleiche Griff, kannst es einfach mitspielen. Als Beispiel jetzt mal hier Rolling in the Deep von Adele zum Beispiel. There's a fire started in my heart. Und so weiter und so fort. Da steht dann einfach nur
in den Akkorden jetzt als Beispiel der Tonart wäre das dann E-Moll, dann H-Moll und D-Dur. Aber du greifst es einfach alles als Power Chords, ja, und so kannst du das im Prinzip mit jedem Stück dann machen. Du siehst da einfach nur einen Buchstaben und kannst ihn hier entsprechend auf der Gitarre einfach packen und spielen, ja. So kommst du einfach sehr schnell dazu, einfach Songs zumindest mitspielen zu können, um einen Ablauf reinzubekommen, und das ist die Herausforderung bei der Sache. Lern die Töne. Ich bin gespannt, wie du damit klarkommst. Schreib mir in die Kommentare, wie du das hier findest mit dieser Gitarren-Challenge, und ich bin auch gespannt, wie du dich mit den ersten Teilen geschlagen hast, wie du damit klargekommen bist. Schreib mir das alles sehr gerne in die Kommentare hier unten rein. Abonniere den Channel und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!